Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Girl Talk Video für euch. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr die eine oder andere Frage so zu Mädchenthemen, also ich setze das absichtlich jetzt in Quotations, weil die Themen sind natürlich nicht nur unbedingt für Mädchen geeignet, können auch Männer interessieren, aber ich habe euch eben nach solchen Fragen gefragt, die halt meistens eher ein bisschen intimer sind und vielleicht ein bisschen Beauty-beziehungsbezogener sind und die werde ich euch heute beantworten. Vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben und ich würde sagen, wir legen los. Erfahrung mit Pille absetzen. Gleich das erste Thema, die Pille, und zwar habe ich vor über einem Jahr, fast 2 Jahren, vor 2 Jahren schon, die Pille abgesetzt. Ich habe sie sehr, sehr früh angefangen zu nehmen und einfach unbedenklich bis zu meinem 17. Lebensjahr durchgenommen. 18. Mathe. Ich muss ehrlich sagen, letztendlich hat mich dann der Social Media Hype dazu gebracht, die Pille abzusetzen. Und ich habe das dann gemacht und habe danach circa 1 Jahr lang die schlimmsten Nebenwirkungen überhaupt gehabt. Also es hat mich fertig gemacht. Das ist aber auf keinen Fall etwas, was auf jede Person zutrifft. Ich habe dann nämlich die Kupferspirale ausprobiert, habe sie nicht vertragen. Ich verlinke euch hier oben ein Video, das ist schon ein bisschen älter, 1,5 Jahre oder so, wo ich genau darauf eingegangen bin, wie sich das Absetzen der Pille auf meinen Körper ausgewirkt hat und wie ich mit der Kupferspirale dann zurechtgekommen bin und wie ich dann entdeckt habe, dass ich eine Hormonstörung habe. Schaut euch das auf jeden Fall an, das Thema ist so umfassend und so, das könnte ich jetzt so sehr ausweiten, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin da auch sehr ins Detail gegangen. Und ja, im Großen und Ganzen meine Erfahrung damit, jetzt geht es mir super gut, aber nach dem Absetzen 1 Jahr danach, das war halt für mich echt sehr unangenehm. Also es kamen sehr, sehr viele Fragen zum Thema Verhütung. Zum Beispiel passt hier auch gleich die nächste Frage. Welche Verhütungsmittel gibt es, die natürlich sind, also keine Hormone beinhalten? Soweit ich weiß, gibt es die Kupferspirale und den Kupferball und die Kupferkette. Methoden gibt es dann noch, Temperatur messen, sich seinen Eisprung ausrechnen und so. Das ist aber alles nicht die verlässlichste Methode auf jeden Fall, deswegen immer schön informieren. Also soweit ich weiß, sind die beliebtesten halt wirklich die Kupferspirale und die Kupferkette und der Kupferball. Dann haben wir gleich die nächste Frage, die da auch wieder dazu passt. Und zwar, hast du es nochmal mit der Kupferspirale versucht? Wenn nein, womit verhütest du aktuell? Also mein aktuelles Verhütungsmittel, wie gesagt, in dem Video, ich habe alles erklärt, ich habe es nicht vertragen und bin dann im Krankenhaus gelandet. Es gibt einen Prozentanteil der Frauen, die die Kupferspirale abstoßen kann. Mein Körper ist einfach, ich bin eine absolute Mimose, ich habe immer Probleme mit irgendwas, deswegen war es fast schon vorherzusehen, dass das damit passiert. Ich habe es nicht noch einmal probiert, weil erstens mal das Verhütungsmittel selber 400 € gekostet hat. Und es wurde natürlich gezogen, ich konnte es nicht mehr verwenden. Und ich war dann eben bei einem Arzt und der hat mir mein PCO-Syndrom diagnostiziert und mir empfohlen, wieder die Pille zu nehmen. Und ich war so, the fuck, sicher nicht. Ich habe all das jetzt durchgemacht, weil ich die Pille nicht mehr nehmen wollte. Jetzt werde ich sicher nicht die Pille nehmen, um gegen diese Symptome, die ich habe, anzukämpfen. Weil ich aber eben die Verhütungsmittel ohne Hormone auch nicht mehr in Betracht ziehen konnte, hatte ich ein Problem. Und mir wurde das Implanon eingepflanzt, das seht ihr auch in dem Video, fällt mir gerade ein. Das ist ein kleines Hormonstäbchen, also ein kleines Hormonimplantat, das ihr in eurem Arm eingepflanzt bekommt. Das ist wirklich nach dem Pearl-Index das sicherste Verhütungsmittel auf dem Markt zurzeit. Noch sicherer als die Pille, vor allem weil man bestimmte Defekte ausschließen kann, wie zum Beispiel, wenn man sich übergeben muss oder Medikamente nimmt oder sonstiges, weil das Ganze halt wieder rauskommt. Aber dieses Hormonstäbchen gibt einfach die ganze Zeit ein wenig Hormone ab. Ich weiß, es ist nicht hormonfrei, ich habe einfach keine andere Möglichkeit. Für mich hat es funktioniert. Also soweit ich weiß, ist eine normale Pillenpackung um einiges, also um ein Vielfaches stärker als das Stäbchen von dem Anteil der Hormone, die es abgibt. Und ein Beweis dafür war für mich auf jeden Fall, da ich ja diese Hormonstörung habe, hatte ich sehr starke Probleme mit der Akne. Und mein Frauenarzt hat mir eben gesagt, ich soll die Pille nehmen, dann verschwindet das, bla bla, wollte ich aber nicht. Nun hatte ich das Implanon. Und ich hatte noch immer verdammt starke Hautprobleme. Also ich habe immer noch nicht die beste Haut, aber es war wirklich sehr, sehr schlimm. Und dagegen hat er mir dann auch etwas anderes verschrieben. Dieser Arzt, Leute, manche Ärzte, wir kommen gleich dazu. Und zwar wurde ich gefragt, was würdest du anderen Frauen mit PCO-Syndrom raten? Mein Nummer 1 Tipp ist, euch nicht unterkriegen zu lassen von den ganzen Dingen, die ihr hört, die ihr lest und die euch vielleicht sogar eventuell eure Ärzte sagen wollen. Zum Beispiel, also ich bringe mich mal kurz auf den neuesten Stand, ich glaube so ein ganzes Update-Video lohnt sich nicht.
Wie gesagt, mein Frauenarzt hat mir dann gegen meine Nebenwirkungen noch ein Medikament verschrieben. Und zwar hatte ich am Anfang sehr oft Schmierblutungen, wirklich monatelang. Dagegen hat er mir ein Medikament verschrieben, dass die Blutungen aufhören. Und dann hat er mir noch etwas verschrieben gegen die starke Akne und gegen den Haarausfall. Und das war etwas, das habe ich insgesamt fast ein Jahr lang genommen, weil ich meinem Arzt vertraut habe, der mich über keinerlei Nebenwirkungen aufgeklärt hat. Und ich bin dann später darauf gekommen, durch andere Foren, weil ich mich trotzdem noch weiter informieren wollte, dass man dieses Medikament auf keinen Fall länger als ein halbes Jahr nehmen sollte, weil die Gefahr für Lebertumore sehr groß ist, verhältnismäßig. Ja. Und mein Tipp an euch ist auf jeden Fall, sich auch auf eigene Faust zu informieren, auf jeden Fall sich nach natürlichen Mitteln umzuschauen. Und ich habe dann für mich gesagt, okay, ich setze dieses Medikament ab, auch wenn meine Haut sehr schlecht wird, auch wenn ich schlimme Akne haben werde und mein Selbstbewusstsein sehr darunter leiden wird. Ich will nicht meine Gesundheit gefährden und ich möchte, dass mein Körper sich irgendwann auf natürliche Art und Weise wieder einspielen kann. Und das ist ihm auch halbwegs gelungen. Also es hat wirklich lange gedauert. Es war nicht easy, muss ich sagen. Jetzt ist meine Haut, würde ich sagen, auf einem normalen Level. Sie ist nicht besonders rein, aber sie ist auch nicht krass unrein. Ich habe mich anderweitig umgeschaut, natürliche Methoden, und ich habe einfach durchgebissen. Und ich habe trotzdem mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe mehr auf meine Ernährung geachtet, ich habe mehr auf meine Haut geachtet und einfach mich noch mehr um meinen Körper gekümmert, um das Ganze ohne Medikamente bewältigen zu können. Und das würde ich eigentlich auch jedem da draußen raten. Es ist nicht schlimm, wenn ihr welche nehmt, aber informiert euch auf jeden Fall über die Nebenwirkungen und was da alles noch passieren kann. Wie gehst du mit Eifersucht in einer Beziehung um? Also ich würde von mir behaupten, und jetzt kommt meine abstrakte Theorie, dass ich ein eifersüchtiger Mensch bin. Und ich behaupte aber, dass viele Frauen, die sagen, dass die nicht eifersüchtig sind, es einfach nicht zugeben und in Wirklichkeit richtig eifersüchtig sind. Also ich würde sagen, ich bin ein eifersüchtiger Mensch, aber ich bin auf einem ganz normalen Level, so wie es normal ist. Für eine gesunde Beziehung, finde ich, sollte schon ein bisschen Eifersucht im Spiel sein können, wenn es drauf ankommt. Ja, wie gehe ich damit um? Ich vertraue meinem Partner. Ich würde niemals irgendwie eingrenzen wollen, ihm irgendwas vorschreiben wollen oder sonstiges. Es ist wirklich, der Schlüssel dazu ist absolutes Vertrauen. Klar, jeder in uns hat so ein bisschen Selbstzweifel und dann kommen in manchen Situationen irgendwelche Gedanken auf, die vielleicht an einem selber nagen oder die einem einfach Unwohlsein bereiten. Aber wenn ihr mit eurem Partner wirklich offen kommuniziert, euch wirklich liebt und er euch gar keinen Grund gibt, bei mir ist das zum Beispiel so, mir wird gar kein Grund gegeben, eigentlich eifersüchtig zu sein. Und wenn er merkt, dass irgendwas nicht stimmt und ich irgendwie ein bisschen eifersüchtig bin, dann beruhigt er mich gleich und er sieht mir das sofort an und kommt dann gleich mit der richtigen Aussage daher, dass das Blödsinn ist und ich mir keine Gedanken machen soll. Er findet einfach immer die richtigen Worte und gibt mir keinen Grund dazu, mich irgendwie schlecht zu fühlen. Hoffen wir, es bleibt so. Mir fällt übrigens auf, diese Bluse, die ist einfach ziemlich weit geschnitten. Hier könnt ihr sie sehen. Und wenn ich sie so auflege, sieht das aus, als wären das irgendwie meine Hüften. Was war die größte Lektion, die du letztes Jahr gelernt hast? Ich glaube, hier kann ich mich sehr schnell auf einen Satz einigen, und zwar ist das, dass dein Leben und dein Schicksal und dein Glück in deiner eigenen Hand liegt. Und wie ihr wisst, ich habe schon relativ viel durchgemacht und ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe immer wieder weitergemacht und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo es mir gut geht, wo ich viel mache. Ich ziehe einfach richtig durch, versuche wirklich das Beste aus meinem Leben rauszuholen und einfach viel Arbeit reinzustecken, und das kann ich wirklich jeden anderen nur weitergeben. Wie glaubst du, kommt man am schnellsten über seinen Ex hinweg? Und hier muss man echt sagen, dass es von Situation zu Situation verschieden ist. Also es gibt die verschiedensten Breakups, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es auf jeden Fall Zeit ist. Ich weiß, es ist ausgelutscht, jeder sagt das, aber es ist wirklich Zeit. Klar, man kann sich ablenken und andere Leute treffen und das wird einem eventuell darüber hinweg helfen, ist aber absolut keine Sicherheit. Und wenn die Gefühle echt sind, dann dauert das einfach seine Zeit. Das können 3 Monate bis 2 Jahre bis für immer sein. Sehr, sehr viele von euch haben mich gefragt, wie man abnimmt oder am besten abnimmt, aber ich finde, das Thema ist so extrem umfassend, dass ich auf jeden Fall ein eigenes Video dazu drehen werde und auch meine Sportroutine und euch mehr ins Fitnessstudio mitnehmen werde und so weiter und so fort. Deswegen seid nicht böse, dass ich hier jetzt nicht drauf eingehe, aber das Video würde sonst viel zu lange werden. Vergleichst du dich viel mit anderen? Tatsächlich würde ich sagen, ich bin
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist vor allem in meinem Berufsfeld sehr, sehr vertreten. Ich glaube, es ist allgemein in unserer Generation extrem oft vertreten, dass man sich vergleicht mit anderen Menschen, nicht nur als Frau, auch als Mann. Und ich muss sagen, dass ich mich auf jeden Fall auch mit anderen Leuten vergleiche. Ob das jetzt das Aussehen ist, ob das Fotos sind, ob das die Kunst ist, die man erschafft, Zeichnen, Nähen, alles mögliche, Social Media, Zahlen. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich mich zwanghaft runter mache, aber man schaut schon so, in welche Richtung geht das bei denen, in welche Richtung geht das bei mir, wo möchte ich mich hinentwickeln. Klar, manchmal fühlt man sich schlecht, ist normal. Das Wichtige ist, dass ihr euch einfach in den Kopf ruft, dass ihr was Besonderes seid. Ich weiß, es ist cheesy, es ist so cheesy, aber dass jeder Mensch einfach unique ist und jeder Mensch hat seine eigenen Vorteile, Vorzüge, Charakterzüge, die ihn zu etwas Besonderem machen. Und das ist halt sowas, auch wenn ihr vielleicht bestimmte Dinge nicht habt, erfüllt, wie ihr sie euch wünschen würdet, habt ihr dafür andere Vorzüge. Wisst ihr, was ich meine? Comparison kills you. Das ist gut. Was hilft dir persönlich gegen den Drang, die Pickel auszudrücken? Gar nichts. Ich bin wirklich fucking, ich bin einfach addicted. Ich kann mir nicht helfen. Das ist so wirklich, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen, ich trinke kaum Alkohol. Ich habe kein krasses irgendwie Konsumproblem oder so, aber Pickel ausdrücken, das ist so etwas, wogegen ich kaum ankämpfen kann. Das ist so schlimm und ich weiß genau, es ist schlecht für mich, aber ich mache es immer wieder. Ich sage mir so gut wie jeden Abend, okay, du versuchst es jetzt eine Woche lang in Ruhe zu lassen, mal schauen, wie sich deine Haut verändert. Glaubt ihr, ich ziehe das durch? Ich wurde auch gefragt, das Thema Selbstbefriedigung, was ich davon halte. Es ist für viele Leute ja ein absolutes Tabuthema, für mich meiner Meinung nach nicht. Ich denke, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Mittlerweile sollten wir alle offen über das Thema Sexualität reden können. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem ist es auch was absolut Normales. Abgesehen davon, wie sexualisiert unsere Welt heutzutage ist, da ist das echt nichts mehr, wo man sich denkt, okay, wie schlimm, sie hat sich selber angefasst. Sind Dehnungsstreifen an der Brust normal? Hell yes. Also das heißt jetzt nicht, dass jede Frau Dehnungsstreifen an der Brust hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jede Frau irgendwo Dehnungsstreifen hat. Ich habe zum Beispiel welche an der Innenseite meiner Oberschenkel, weil ich damals relativ schnell zugenommen habe. Das heißt aber nicht, dass jeder, der Dehnungsstreifen hat, irgendwie gezwungenermaßen mal ein bisschen zu viel Gewicht auf den Hüften hatte, sondern einfach, dass man eventuell an der einen oder anderen Region schnell gewachsen ist. Ich persönlich kenne auch Männer, die Dehnungsstreifen haben. Also ein Bekannter von mir hat halt viel Sport gemacht und er hat halt an der Schulter so extrem starke Dehnungsstreifen. Das ist absolut nichts, wofür man sich schämen soll. Außerdem finde ich es irgendwie ganz schön. Die schimmern so in der Sonne. Ich weiß nicht. Ich finde Dehnungsstreifen absolut nicht schlimm und ich finde sie, um ehrlich zu sein, ganz hübsch. Passiert es dir oft, dass du von Männern angesprochen, / angestarrt wirst? Tipps. Aber ich denke mal, Tipps dazu, wenn es einem unangenehm ist. Tatsächlich passiert mir das sehr oft. Das soll jetzt nicht irgendwie angeberisch klingen, aber mir passiert das tatsächlich sehr oft und mich berührt das auch oft irgendwie unangenehm. Also ich habe es mir mittlerweile tatsächlich angewohnt, mit so einem absoluten Tunnelblick, wie mit Scheuklappen, durch die Welt zu gehen und absolut alles zu ignorieren, außer man approacht mich direkt und spricht mich direkt an. Aber sonst versuche ich halt irgendwie eher einen abweisenden Blick aufzusetzen, weil ich einfach schon echt schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und es ist einfach absolut unangenehm, dauernd so angestarrt zu werden und teilweise mit richtig ekelhaften Blicken, als würden sich die Leute ausziehen. Auch im Fitnessstudio ist es manchmal sehr unangenehm. Also ich war auch öfter mit meinem Freund halt trainieren und ich habe halt die Kopfhörer drin gehabt und wir trainieren halt nicht gleichzeitig, sondern er macht das, wenn ich woanders was anderes mache. Und er hat jetzt schon öfter gehört, dass Leute eben über mich geredet haben und letztens ist auch jemand im Fitnessstudio hergekommen. Ultra komisch, wisst ihr. Ich finde es der beste Weg, irgendwie jemanden anzumachen oder jemanden anzusprechen, ist einfach zu sagen, hey, ich habe dich gesehen, du bist mir aufgefallen, ich finde dich sehr attraktiv und würde dich gerne näher kennenlernen, mein Name ist so und so, hast du vielleicht Lust, mal auf einen Café zu gehen? Und dann der Frau zu überlassen, ja, nein, ich weiß nicht. Und das war halt wirklich, also, hi, trägst du Gymshark? Also im Fitnessstudio und ich so, ja. Also während der Übung und er, ja, die haben echt coole Sachen, auch für Frauen und so. Und geht wieder und ich dachte so, im ersten Moment dachte ich echt, hä, will er vielleicht wissen, von wo meine Sachen sind, für seine Freundin oder so oder keine Ahnung. Und dann wurde mir halt gesagt, dass der mit einem Kumpel über mich geredet hat und einfach so,
ja, keine Ahnung, nicht das Angenehmste, wenn man eigentlich nur trainieren möchte und ausschaut, als wäre man gerade aus seiner Höhle rausgekrochen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber vergleichen wir mal mich vor 2 Jahren mit jetzt. Ich habe, und das ist mir aufgefallen, echt meinen Style so verändert, weil es mich gestört hat, von anderen Leuten extrem angestarrt zu werden. Also ich habe echt sehr, sehr selten figurbetonte Sachen angezogen. Ich habe auch kaum welche in meinem Schrank, was mir letztens aufgefallen ist und womit ich mich nicht mehr so ganz identifizieren kann. Also ich habe früher sehr gerne figurbetonte Sachen angezogen, aber irgendwann ist es einem einfach unangenehm, wenn man irgendwo vorbeiläuft und dir irgendwelche Sachen nachgeschrien werden oder nachgepfiffen wird oder man dir nachläuft bis zu deinem Ziel, wo du eigentlich einen Termin hast, wenn man dir ein Bussi auf die Wange gibt, obwohl du es gar nicht willst und dich einfach nicht in Ruhe lässt. Aber es ist im Endeffekt echt egal, was man anhat. Irgendjemand wird immer herkommen und mein Tipp dafür ist halt wirklich Tunnelblick, nicht an einen ranlassen, doch freundlich sein, aber halt freundlich abweisen. Das ist halt was, womit man irgendwie leben muss, habe ich das Gefühl. Das war's mit den Fragen für heute. Falls ihr den zweiten Teil von dem Video haben wollt, lasst es mich gerne wissen. Ich habe noch sehr, sehr viele andere Fragen bekommen, aber es würde den Rahmen absolut sprengen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao!